Hallo und herzlich willkommen zum dritten Video zu den Fragen des Tests Leben in Deutschland. Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 41 bis 60. 41. Warum gibt es in einer Demokratie mehr als eine Partei? A. Weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden. B. Damit Bestechung in der Politik begrenzt wird. C. Um politische Demonstrationen zu verhindern. D. Um wirtschaftlichen Wettbewerb anzuregen. A. Weil dadurch die unterschiedlichen Meinungen der Bürger und Bürgerinnen vertreten werden. 42. Wer beschließt in Deutschland ein neues Gesetz? A. Die Regierung. B. Das Parlament. C. Die Gerichte. D. Die Polizei. B. Das Parlament. 43. Wann kann in Deutschland eine Partei verboten werden? A. Wenn ihr Wahlkampf zu teuer ist. B. Wenn sie gegen die Verfassung kämpft. C. Wenn sie Kritik am Staatsoberhaupt äußert. D. Wenn ihr Programm eine neue Richtung vorschlägt. B. Wenn sie gegen die Verfassung kämpft. 44. Wen kann man als Bürger, Bürgerin in Deutschland nicht direkt wählen? A. Abgeordnete des EU-Parlaments. B. Den Bundespräsidenten, die Bundespräsidentin. C. Landtagsabgeordnete. D. Bundestagsabgeordnete. B. Den Bundespräsidenten, die Bundespräsidentin. 45. Zu welcher Versicherung gehört die Pflegeversicherung? A. Sozialversicherung. B. Unfallversicherung. C. Hausratversicherung. D. Hauptpflicht- und Feuerversicherung. A. Sozialversicherung. 46. Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört dazu? A. Er baut Straßen und Schulen. B. Er verkauft Lebensmittel und Kleidung. C. Er versorgt alle Einwohner und Einwohnerinnen kostenlos mit Zeitungen. D. Er produziert Autos und Busse. A. Er baut Straßen und Schulen. 47. Der deutsche Staat hat viele Aufgaben. Welche Aufgabe gehört nicht dazu? A. Er bezahlt für alle Staatsangehörigen Urlaubsreisen. B. Er zahlt Kindergeld. C. Er unterstützt Museen. D. Er fördert Sportler und Sportlerinnen. A. Er bezahlt für alle Staatsangehörigen Urlaubsreisen. 48. Welches Organ gehört nicht zu den Verfassungsorganen Deutschlands? A. Der Bundesrat. B. Der Bundespräsident, die Bundespräsidentin. C. Die Bürgerversammlung. D. Die Regierung. C. Die Bürgerversammlung. 49. Wer bestimmt in Deutschland die Schulpolitik?
A. Die Lehrer und Lehrerinnen, B. Die Bundesländer, C. Das Familienministerium, D. Die Universitäten, B. Die Bundesländer. 50. Die Wirtschaftsform in Deutschland nennt man A. Freie Zentralwirtschaft, B. Soziale Marktwirtschaft, C. Gelenkte Zentralwirtschaft, D. Planwirtschaft, B. Soziale Marktwirtschaft. 51. Zu einem demokratischen Rechtsstaat gehört es nicht, dass A. Menschen sich kritisch über die Regierung äußern können, B. Bürger friedlich demonstrieren gehen dürfen, C. Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden, D. Jemand ein Verbrechen begeht und deshalb verhaftet wird. C. Menschen von einer Privatpolizei ohne Grund verhaftet werden. 52. Was bedeutet Volkssouveränität? Alle Staatsgewalt geht vom A. Volke aus, B. Bundestag aus, C. Preußischen König aus, D. Bundesverfassungsgericht aus, A. Volke aus. 53. Was bedeutet Rechtsstaat in Deutschland? A. Der Staat hat Recht. B. Es gibt nur rechte Parteien. C. Die Bürger und Bürgerinnen entscheiden über Gesetze. D. Der Staat muss die Gesetze einhalten. D. Der Staat muss die Gesetze einhalten. 54. Was ist keine staatliche Gewalt in Deutschland? A. Legislative, B. Judikative, C. Exekutive, D. Direktive, D. Direktive. 55. Was zeigt dieses Bild? A. Den Bundestagssitz in Berlin, B. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, C. Das Bundesratsgebäude in Berlin, D. Das Bundeskanzleramt in Berlin, A. Den Bundestagssitz in Berlin. 56. Welches Amt gehört in Deutschland zur Gemeindeverwaltung? A. Pfarramt, B. Ordnungsamt, C. Finanzamt, D. Auswärtiges Amt, B. Ordnungsamt. 57. Wer wird meistens zum Präsidenten, zur Präsidentin des Deutschen Bundestages gewählt? A. Der die älteste Abgeordnete im Parlament, B. Der Ministerpräsident, die Ministerpräsidentin des größten Bundeslandes, C. Ein Abgeordneter, eine Abgeordnete der stärksten Fraktion, D. Ein ehemaliger Bundeskanzler, eine ehemalige Bundeskanzlerin, C. Ein Abgeordneter, eine Abgeordnete der stärksten Fraktion. 58. Wer ernennt in Deutschland die Minister, die Ministerinnen der Bundesregierung?
A. Der Präsident, die Präsidentin des Bundesverfassungsgerichtes. B. Der Bundespräsident, die Bundespräsidentin. C. Der Bundesratspräsident, die Bundesratspräsidentin. D. Der Bundestagspräsident, die Bundestagspräsidentin. B. Der Bundespräsident, die Bundespräsidentin. 59. Welche Parteien wurden in Deutschland 2007 zur Partei Die Linke? A. CDU und SSW. B. PDS und WASG. C. CSU und FDP. D. Bündnis 90 Die Grünen und SPD. B. PDS und WASG. 60. In Deutschland gehören der Bundestag und der Bundesrat zur A. Exekutive, B. Legislative, C. Direktive, D. Judikative, B. Legislative. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.